manchmal außer Rand und Band, und wir mutieren dann zum brüllenden Löwen, der auch die Krallen ausfährt, oder zur schnatternden Ente, die zur Nervensäge für ihr Umfeld wird, oder stur wie ein Esel, der beharrt, oder aus Traurigkeit zur heulenden Wölfin, die sich in Tränen auflöst. Und wie kommen wir wieder in Balance? Auch wenn die Reue bei den Personen, die so entgleisen, je nach Temperament und Persönlichkeitstyp Löwe, Ente, Esel oder Wölfin werden, belastet es Beziehungen oder auch das gesamte Umfeld, im Kleinen wie im Größeren. Und ganz oft sagen wir uns dann, meine Güte, immer wieder passiert mir das. Wie kann ich das in den Griff bekommen? Dass du es mittel- und langfristig nur in den Griff bekommen kannst, indem du an dem arbeitest, was dahinter steht. Nämlich ganz oft sind das hinderliche Glaubensmuster und noch viel öfter vom Prinzip her ein reduzierter Level an Selbstliebe. Und davon sind wir alle betroffen. Heute soll es vor allen Dingen darum gehen, was du kurzfristig tun kannst, um dich zurechtzurütteln und die Situation eben nicht entgleisen zu lassen. Ich möchte dich ermutigen und inspirieren zu einem persönlichen Ritual, was du dir entwickelst, je nach deinem persönlichen Typ, was dir helfen kann. Sicher hast du schon davon gehört, dass wir auf unterschiedliche Art und Weise vorrangig unser Umfeld wahrnehmen. Da gibt es den visuellen Typen, der sofort ein Bild vor seinem geistigen Auge hat. Dann haben wir den auditiven Typ, der vieles hört und auf diesem Kanal besonders empfänglich ist. Und dann haben wir als drittes, und da fasse ich mal mehrere Dinge zusammen, den Kinestheten, den Fühltyp, der etwas begreifen muss, der etwas schmeckt oder etwas riecht. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Angenommen, deine Freunde erzählen, dass sie jetzt in den Urlaub fahren wollen, sagen wir mal an die Ostsee oder irgendwo anders hin ans Meer. Wenn du der visuelle Typ bist, dann siehst du vor deinem geistigen Auge vielleicht Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, dann siehst du die Wellen und du siehst den Strand, den weißen. Das ist der visuelle Typ, wenn das dein vorrangiger Wahrnehmungskanal ist. Oder wenn du vorrangig hörst, dann hörst du das Rauschen der Wellen. Du hörst das Kreischen der Möwen und anderer Wasservögel. Oder du hörst den heulenden Wind, wenn es ein stürmischer Tag ist. Und bist du dieser Fühltyp, dann riechst du die Meeresluft oder du schmeckst das Salz auf deiner Zunge oder du spürst den Wind auf deiner Haut oder du schmeckst vielleicht die Drinks, die es in der Strandbar gibt. Und für jeden dieser Typen gibt es eine andere Möglichkeit, in Balance zu kommen. 3 Schritte sind erforderlich. Schritt 1: Erkenne die Signale. Manch einer merkt, dass er, wenn er zum Beispiel wütend wird, ihm schwillt der Kamm, hier wird's eng. Und er merkt, wie das Blut anfängt zu köcheln. Der andere merkt, dass er dicht am Wasser gebaut hat und dass die Tränen kommen, der Fühltyp, ja. Und dann gibt es den, der plötzlich den Impuls hat, wie aus der Pistole geschossen, reden, 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 reden oder was auch immer. Schreibe dir irgendwo die Signale auf. Du kennst sie, du hast sie 1000-mal erlebt. Schreib sie dir auf, damit du sie in der Situation auch präsent hast und darauf zurückgreifen kannst. Zweiter Schritt: Du brauchst irgendein Zeichen. Die rote Karte zieht der Schiri, ein Stoppschild oder stell dir jemand vor, der dir Stopp entgegenbrüllt. Was auch immer, wenn du der Hörtyp bist. Oder aber tief durchatmen. Wenn du merkst, deine Atmung geht immer schneller, wird immer flacher, ja, dann einfach mal bewusst 2, 3 tiefe Ein- und Ausatemzüge.
Damit ist schon erstmal gestoppt, ein bisschen zumindest. Und jetzt als nächstes dein Symbol, was auch immer du wählst. Der visuelle Typ, der findet vielleicht ganz wunderbar diesen Sonnenuntergang oder eine Blumenwiese. Mal dir ein Bild davon, leg es dir irgendwo hin, sodass du typischerweise darauf blicken kannst. Also es muss irgendwo in deinem Umfeld sich befinden und es schnell auch dann vor dein geistiges Auge zaubern kannst. Der Hörtyp, der braucht vielleicht irgendeine Melodie, die ihm dann hilft. Ein Lied, was er vor sein geistiges Ohr holt. Oder eben auch eine CD, die er sich einlegt. Die CD ist ja so altmodisch. Ich glaube, ein MP3 irgendwo ist die bessere Variante. Und ich bin der Fühltyp. Also alles, was statisch ist, würde mich wahnsinnig machen. Ich muss raus. Ich muss mich bewegen, abtanzen oder was auch immer, um in Ruhe zu kommen. Und mach dein Umfeld darauf aufmerksam. Also wenn du abhaust, hat das nichts damit zu tun, dass du deinen Partner, deine Partnerin, deinen Kollegen, Freund oder wie auch immer vor den Kopf stoßen möchtest. Nein, du möchtest runterkommen, eine kurze Pause, damit es danach ruhig und vernünftig weitergehen kann. Ich hoffe, dass das Inspiration genug für dich war. 3 Schritte: Signale erstmal wissen, zweitens Stoppzeichen für dich entwickeln und drittens irgendein Bild, ein Geräusch, eine Musik oder eben auch irgendeine Bewegung, die das Level wieder senkt und ganz wichtig, deine niedrigen Schwingungen, die du hast, als Löwe, Ente, Esel oder Wolf, anzuheben, denn das passiert und du kommst sofort automatisch in eine höhere, bessere Schwingung und gute Stimmung. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreib gern deinen Kommentar, abonniere auch gern meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Tschüss.